Frau Magazin, Sie erlebten im Laufe Ihres Lebens zwei besondere Erfahrungen, die Ihr Leben beeinflusst haben. Wie kam es zur ersten Erfahrung? Bei der ersten Erfahrung muss ich etwas ausholen. Meine erste Schwangerschaft war eine Zwillingsschwangerschaft und mir ging es immer gut. Bis zur 28. Schwangerschaftswoche, da bekam ich einen Blutsturz, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte machten einen Kaiserschnitt. Ich blieb im Krankenhaus, wo sie den Kaiserschnitt gemacht haben, und die Babys kamen in einem anderen Krankenhaus in den Brutkasten. Und ich habe meine Kinder nie gesehen und ich spürte dann ganz genau nach 2 Tagen, dass sie beide, also eines ist dann zu Mittag gestorben und das andere am selben Tag abends. Und ich habe da so unsagbar darunter gelitten. Ich weinte und ich hatte eigentlich nur einen Wunsch, ich wollte sie nur einmal sehen. Dazu muss ich sagen, ich war mit einem Trinker verheiratet und bekam überhaupt keine Unterstützung. Und so wurde ich mit dem halt alleine fertig, irgendwie. Bei meiner zweiten Schwangerschaft, meinem Sohn, ging alles relativ reibungslos, bekam ein gesundes Kind. Und bei der dritten Schwangerschaft, da fingen schon sehr früh die Blutungen an. Und obwohl ich aufgepasst habe, bekam ich wieder über Nacht einen Blutsturz und man lieferte mich natürlicherweise wieder ins Krankenhaus ein. Und da war ich so verzweifelt. Ich wusste schon, wie das ist, ein Kind zu verlieren, und war unendlich traurig und unendlich verzweifelt. Zudem musste ich meinen 2,5-jährigen Sohn zurücklassen. Ich konnte ihn nicht vorbereiten, dass ich eventuell für längere Zeit nicht da bin. Mein Mann war Trinker und ich wusste ihn halt überhaupt nicht gut aufgehoben. Gut, nach ein paar Tagen dachte ich mir, weine nicht mehr, du brauchst die Kraft für dein Kind und ich brauche selbst die Kraft und mein ganzes Umfeld leidet ja mit, wenn man einfach nur weint. Die Ärzte gaben dieser Schwangerschaft aber keine großen Hoffnungen. Sie sagten, musst bitte steh nicht auf, bitte dreh dich nicht um oder setz dich auf. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, dann können wir diese Schwangerschaft retten sozusagen. Vielleicht. Jetzt blieb ich halt zurück in dieser Ungewissheit. Und die Blutungen hatten halt noch nicht aufgehört. Meine Schwester brachte mir zu dieser Zeit ein Buch von Dr. Joseph Murphy. Und da standen so Erfolgserlebnisse drinnen von Menschen, die mit der Kraft der Gedanken und so weiter halt sich selber geholfen haben. Und ich fing an zu beten. Und ich kam immer wieder in Situationen, wo ich so zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit in mir so Kämpfe hatte, oder wie man das soll beschreiben. Jedenfalls eines Tages in so einem Kampf mit mir selbst zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, da durchfuhr es mich wie ein Blitzschlag und meine Hände waren wie verbrannt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich erschrak, sah auf meine Hände, jetzt ist etwas passiert. Und ich kann mir helfen und anderen auch noch. Und obwohl ich nicht aufstehen durfte, ich dann doch aufstehen oder ich wollte das abwaschen, aber es blieb an mir hängen. Und jedenfalls habe ich dann fleißig meine Hände auf das Baby aufgelegt und im Gedanken die Plazenta, die zu tief lag, heraufgezogen.
und man hat bei mir fleißig Ultraschall gemacht. Und in der 4. Woche dann sagte dann ein Arzt, ich kann nicht glauben, was hier passiert ist. Ich muss jetzt von jedem Glied ein Foto machen, aber wenn die Kollegen vom Urlaub zurückkommen, dann glauben die nicht, was da passiert ist. Das hat er halt jedenfalls noch nie gesehen. Und ich wurde tatsächlich nach Hause entlassen und habe auch meine Tochter ausgetragen. Ja, und dann spürte ich immer wieder, ich habe etwas in meinen Händen, wusste aber gar nicht, was das ist, weil zu dieser Zeit ich mich mit solchen Dingen so wenig beschäftigt habe. Ich wusste, dass es heilende Hände gibt und dass es viele Leute irgendwo gibt, die sowas halt eben auch haben. Und wie gesagt, ich war mit einem Trinker verheiratet und hatte es sehr schwierig. Und immer, wenn es mir besonders dreckig ging, dann spürte ich in meinen Händen, ich habe was. Und diese Kraft hat mich dann hat mir immer das Gefühl gegeben, also du bist nicht allein, und ich fühlte mich beschützt von oben. Später lebten Sie noch eine weitere besondere Erfahrung. Können Sie erzählen, wie es dazu kam? Ja, die Geschichte geht dann sozusagen noch weiter. Meine Schwägerin sagte eines Tages, es kommt ein Heiler, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und der hält einen Vortrag und komm doch mit. Gut, dachte ich mir, ich gehe da mit, weil den möchte ich gern einige Fragen stellen. Und ich war da hier in diesem Abend, der war aber Engländer, ich kann kein Wort Englisch. Aber an diesem Abend war ich so unter Strom wieder und meine Hände waren wieder wie verbrannt. Ich konnte dem aber nichts fragen. Und insgeheim dachte ich mir aber, das habe ich auch. Und am nächsten Tag war zufällig meine Freundin krank und ich ging dann zu ihr und fragte sie, du, hör mal, kann ich das denn nicht bei dir probieren? Und ich legte dann ihr die Hände auf und sie spürte dann, wie irgendetwas von ihr herausgezogen wird. Und nach 10 Minuten sagt sie dann, jetzt kannst du es lassen, ich fühle mich jetzt wohl. Und ja, und dieses Erlebnis, ich erschrak, weil ich habe das nicht erwartet, dass man sowas, ich speziell, haben kann. Auf jeden Fall habe ich das noch bei 2, 3 Leuten dann sozusagen probiert. Die sagten dann alle das Gleiche. Und ich war mir dann unheimlich. Und ich habe jeden Tag abends gebetet, lieber Gott, bitte zeig mir, was das ist und was du mit mir vorhast. Und dann eines Nachts im Traum, ich lag in einem Zimmer und von der Decke kamen Lichtstrahlen auf mich herab. Und jeder Lichtstrahl nahm mir meine Körperschwere. Es war so ähnlich wie eine Geburt, könnte man sagen. Und ich war dann schwerelos und sah in diesem Zustand oder im Traum, wie ich Leuten half. Und ich war da irgendwie, sah ich auch Dinge von oben. Ich kann mich erinnern, ich war in einer Stadt, wo die Leute da so hektisch hin und her rannten und ich dachte mir, was machen denn die da? Und das Leben ist doch was ganz was anderes. Und dann um 1 Uhr nachts wurde ich dann wach und ich wusste, es wird nie mehr so sein wie vorher. Ich wusste,
diese Lichtstrahlen oder dieses Lichterlebnis hat mein Leben verändert. Und mein Körper fühlte sich im Wachzustand an wie aus Watte. Also ich stand praktisch neben mir und verrichtete dann im Alltag so automatisch die Dinge, fühlte mich aber tagelang schwerelos und mein Körper fühlte sich eben wie verändert. Ich kann den Zustand nicht beschreiben, so wattemäßig an. Und eben mir wurden da auch Dinge gezeigt in diesem Zustand, so hellsichtige Dinge, zum Beispiel Dinge von einer Freundin, wie es ihr ging, wusste ich auf einmal. Und es war einfach ein prägendes Erlebnis, was mich bis heute begleitet. Dann hat sie diese Lichterfahrung etwas feinfühlig gemacht. Kann man das so beschreiben? Ja, hellfühlig. Hellfühlig, ja. Hellfühlig und offen, sensitiv. Ich sah das Leben aus einer anderen Perspektive und gleichzeitig wurde ich kraftvoll. Wie hat sich Ihr Leben danach verändert? Mein Leben hat sich danach sehr verändert. Ich bekam unmittelbar danach ein Abschiedsgefühl. Ein Abschiedsgefühl vom alten Leben und ich wusste, ich werde meinen Mann verlassen müssen. Aber im Alltag sah ich da noch keinen rechten Ausweg. Jedenfalls, er war ja Trinker und die Situation spitzte sich immer mehr zu, sodass ich keinen anderen Ausweg mehr sah, als sozusagen zu flüchten. Eigentlich könnte ich noch dazu erzählen, dass ich da, als sich die Situation so zugespitzt hat und ich diesen Menschen wieder aus anderen Augen gesehen habe, da träumte ich und eine Stimme sagte zu mir, was muss ich dir noch alles zeigen, damit du gehst? Und dann wusste ich, heute ist hier mein letzter Tag. Und das war Sonntag und meine Geschwister halfen mir, meine Sachen zu packen. Ging logisch zu ihnen und bat sie um Hilfe. Und wir sind dann in die Wohnung gegangen, haben alles zusammen in Kartons gepackt. Meine Tante nahm uns auf. Mal ein halbes Jahr bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und eben, es war eine schwierige Zeit, weil ich hatte kein Geld, keine Arbeit und auch keine Wohnung. Aber irgendetwas ich fühlte mich immer begleitet und beschützt von oben. Und ich wusste, solange ich mich habe, werde ich das auch schaffen. Ich denke, ich habe das mit Bravour hingekriegt. Logisch jetzt nicht ganz schnell, die ganze Abschiedsphase und alles natürlich auch. Wie konnten Sie dann später Ihre heilenden Kräfte nutzen? Sehr schnell ging das nicht. Ich musste mich ja zuerst etwas auch zurechtfinden, allein mit meinen Kindern, und ich nutzte mal die Zeit, sie durch diese schwierige Phase zu begleiten, ging dann auch arbeiten in einer Struktur als Behindertenbetreuer und eine Zeit lang im Altersheim, hatte aber immer im Hinterkopf, ich muss oder meine Lebensaufgabe ist, mit meinen Kräften den Menschen zu helfen. Und das kam dann langsam auf mich zu. So kann man sagen, so Schritt für Schritt kam das dann von selbst auf mich zu. Weil ich habe mir das sozusagen angezogen. Die Leute fanden mich. Wenn Sie so zurückblicken und diese beiden Erfahrungen jetzt aus heutiger Sicht betrachten, was haben Sie für eine Erklärung, was das war oder wer das war, oder was sind Ihre Gedanken dazu? Ich glaube,
dass wir alle in uns enorme Kräfte tragen, die, wenn man, ich weiß nicht, ob ich offen war, jedenfalls denke ich, dass viele Menschen auch in gewissen Situationen sozusagen Wunder erleben. Es macht stark. Schlüsselerlebnisse oder ganz tiefe Erfahrungen können solche Dinge auslösen. Das sind meine Gedanken. Und wir tragen ja alle diese Kräfte in uns. Frau Margesin, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank zurück.